alle ist die Situation einfach neu und komisch. Und also da ist der Austausch mit Kollegen, die quasi in derselben Situation sind, enorm wichtig. Man sieht es ja auch in Italien oder hat es auch in China gesehen, Mediziner sterben. Ja, also es kommt vor. Okay, und Sie sind Pflegekraft auf der M3, M1. Freitagvormittag in der Notaufnahme der LMU-Uniklinik in der Münchner Innenstadt. Die 7-Tage-Schicht von Arzt John Hoppe und seinen Kollegen beginnt. Das Team ist für alle Patienten zuständig, ob mit oder ohne Verdacht auf das Coronavirus. Manche der Patienten sind Kollegen. Ich bespreche das einmal ganz kurz mit meinem Kollegen. Bleiben Sie mal kurz dran, ja? Also wir haben eine Pflegekraft von der M1, die ist positiv getestet worden. Heute ist der 14. Tag. Die hat immer noch starken Husten, eher progredierend schlechter, dyspnoisch, hat das Gefühl, als wäre sie, hätte sie eine Spastik. Das muss ich noch mal kurz besprechen. Lass mich mal ganz kurz mit dir reden. Ist sie dran? Ja. Okay. Das glaube ich. Wir müssen halt nur überlegen, wie wir das am schlausten gestalten. Ob du halt zu uns kommen musst oder sollst. Atemnot in dem Sinne hast du aber jetzt nicht. Du hast halt nur dieses Hustengefühl und das ist sehr unangenehm. Genau, okay. Wenn es dir schlechter gehen sollte, meldest du dich jederzeit und du weißt, wenn es einem richtig schlecht geht, kann man immer 112 wählen. Das ist gar keine Frage. Ja? Gute Besserung. Tschüss. Geht noch. Also man merkt schon, dass die Leute besorgt sind. Die Symptome, dass sie jetzt immer noch nicht besser geworden sind, obwohl jetzt eben 14 Tage schon vorbei sind. Geht man mit den Nachrichten, wenn man da auch einfach viel liest, das steigert natürlich irgendwie nochmal die Ängste und gibt einem, glaube ich, kein besseres Gefühl. Also ich glaube, es ist es ist vor allem die Unsicherheit, glaube ich. Fast alle LMU-Kliniken haben ihren Betrieb komplett umgestellt. Aber niemand weiß, was die Pandemie für München bringen wird. Noch ist es für die Ärzte und Pflegekräfte, als stünde die Zeit still. Also die Notaufnahme ist immer voll. Und jetzt im Moment ist die Notaufnahme tatsächlich leer. Das liegt wahrscheinlich an mehreren Dingen. Einmal, dass die Patienten oder beziehungsweise die Bevölkerung doch auch mitmacht und ein bisschen vorsichtiger ist, ob man gleich in die Notaufnahme kommen sollte. Und andererseits haben wir auch ein Triagesystem entwickelt, um halt die Patienten schon ein bisschen vorzuscreenen im Prinzip. Sollen die jetzt in die Notaufnahme oder sollen sie nicht? Kriegen Sie erstmal von uns den Mundschutz. Haben Sie Kontakt zu einer infizierten Person gehabt? Irgendwelche grippeartigen Symptome? Auch nicht. Dann würde ich noch kurz Temperatur messen. Okay, passt. Keine Temperatur. Sie haben das Auto geparkt, oder? Endlich, ja. Genau. Und Sie würden dann hier warten. Ich würde in die Maske. Dieser Mann trägt einen Kaffeefilter vor dem Gesicht und möchte seine Frau abholen. Nicht alle Patienten kommen selbst in die Klinik. Einige schaffen es nur noch im Krankenwagen, so wie Klaus-Dieter Hinkelmann. Die Sanitäter haben Hinkelmann am Hauptbahnhof eingesammelt. Er hat kein Zuhause, ist obdachlos und er hustet und hat Fieber. Zur jetzigen Zeit sind immer noch sehr viele einfach mit einer Grippe, mit einer Influenza infiziert oder haben ganz andere Erkältungen und sind Covid-negativ. Aber einige sind halt doch Covid-positiv und bei ihm auf jeden Fall, weil er auch die Symptome einer möglichen Covid-Erkrankung zeigt, muss er danach getestet werden. Also er kriegt jetzt einen Abstrich, der wird gleich analysiert und am gleichen Tag, also heute, sollten wir ein Ergebnis haben. Willst du dich was strecken? Dann macht man die Beine wieder flach. Nee, das war doch gut. Ja, Ja. aber wir müssen auf die andere Muss man Linie selber rüber, ja? genau. Glauben Sie, wir schaffen das, dass wir hier rüberrutschen? Ach, das wird schon. Glauben Sie, dass das geht? So, warte mal die Füße rüber. Geht mal ein Stückchen zu mir. 1, 2, 3. Super. Die Frau, die
Zieht da was zusammen? Ja. Auch wenn noch nicht sicher ist, ob Hinkelmann das Coronavirus in sich trägt, die Sanitäter gehen bei jedem Patienten ein Risiko ein. Genauso wie Ärztinnen und Pfleger, selbst mit Schutzkleidung. Also ich lebe mit meinem Partner zusammen. Klar, natürlich Sorge, ihn anzustecken, ist auf jeden Fall da. Er ist auch jung, er ist fit, von daher ist es ein bisschen ähnlich wie bei mir. Ich denke eigentlich auch, dass er das wahrscheinlich gut wegstecken kann. Wir fahren natürlich nicht mehr zu unseren Eltern, ja, und sehen auch keine Freunde. Also genau, in irgendeiner Form hat man schon die Angst, dass man eben es vielleicht bekommen könnte und es einfach an andere weitertragen könnte, die es potenziell schlechter oder bei denen es schlechtere Verläufe sein könnte. Genau. Das kann 6 Wochen sein, das kann 7 Wochen sein. Okay. Gut. Und seitdem haben Sie Husten und dass Sie Ja, ein bisschen ja. schlechter Luft kriegen, Ja, das außerdem. das auch seitdem. Okay. Fieber gehabt? Ja. Okay. Schnupfen, Halsschmerzen? Hier, da. Da tut's weh. Okay. Noch kann Hinkelmann hier die volle Betreuung zukommen. Wenn sich aber immer mehr Menschen in Deutschland infizieren, könnte sich das ändern. Es ist schon so, dass man auch im normalen Arztleben manchmal auch an die Grenzen kommt, beziehungsweise auch überfordert sein kann. Das ist gar keine Frage. Aber das sind so punktuelle Probleme und es lässt sich dann doch meistens immer meistern. Aber diese Bilder, ja, aus Italien oder Spanien, wo nochmal 100-mal mehr Patienten, ja, da sind. Und das kann schon kritisch werden, wenn dann gleichzeitig mehrere Patienten Probleme haben. Dann kann man nicht überall gleichzeitig sein. Ja. John Hoppe musste bislang noch nie einem Patienten die notwendige Behandlung verwehren. Ob er, wenn es ihn selbst trifft, als Arzt mit einer bevorzugten Behandlung rechnen könnte? Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann gibt es da solche Unterscheidungen nicht mehr. Ist man Arzt oder ist man kein Arzt? Wir sind Menschen wie jeder andere. Und ich denke, meine Kollegen würden auch genauso handhaben, die Situation. Und man sieht es ja auch in Italien oder hat es auch in China gesehen, Mediziner sterben. Ja, also es kommt vor. CT-Thorax auch passend. Intensivpatienten, die beatmet werden müssen, werden in die Schwesterklinik Großhadern im Münchner Süden gebracht. Ja, weiter. Klaus-Dieter Hinkelmann ist für die Ärzte ein stabiler Patient. Ja, das ist schon was. Ja, der gehört zu uns. Er bleibt in der Innenstadt und kommt zur Beobachtung auf die neu eingerichtete Covid-Station. Ja, hallo, der John hier, Notaufnahme. Ich habe einen Patienten für dich. So. Geht das? Dass er erstmal bleiben darf, ist für Hinkelmann eine gute Nachricht. Ein Dach über dem Kopf, zumindest für ein paar Tage. Sorgen um das Coronavirus macht er sich kaum. Eigentlich mache ich mir keine Gedanken drum. Wenn ich es habe, dann habe ich es. Und wenn nicht, ja gut, dann haben wir es dann nicht. Meine größte Sorge ist, jetzt bleibe ich ein paar Wochen hier. Ja, und wie geht es dann weiter? In Pilgersheim, da liegen mit 3 Mannen in der Bude, kein Schrank zum Abschließen, Alkoholiker, krumme Geschäfte machen. Und dann, wir wollen uns gerade verabschieden, zieht Hinkelmann noch seinen größten Schatz aus dem Koffer. Ich habe ein Hobby, das hat kein Heimbewohner, nirgendwo. Ornithologe, mit fotografieren. Ich zeige Ihnen was. Das ist ein Gimbal. Hier ist er noch besser zu sehen. Ich habe das Blaukehlchen fotografiert, den Wendehals. Während Hinkelmann uns noch viele seiner Tierbilder zeigt,
bereiten sich Deutschlands Kliniken weiter auf ungewisse Wochen vor. Wenige Tage später wird auch ein zweiter Corona-Test von Hinkelmann negativ sein. Wenigstens eine Sorge weniger.